Die unterirdischen Verstecke der Kabale. Warum verhält sich die Kabale so schamlos ungestraft? In den letzten 80 Jahren hat sie Billionen von Dollar in unterirdische Strukturen investiert, in die sie sich im Falle eines Falles flüchten könnte. Einige dieser Strukturen haben die Größe von Großstädten. Der ehemalige Teilnehmer am verdeckten Weltraumprogramm Corey Goode sprach über das, was er gesehen hat und weiß: Ich habe die Bilder gesehen, ich habe die Videos gesehen, sie wurden von einer Drohne aufgenommen. Das ist es, was den Leuten gezeigt wird, die für verdeckte Raumfahrtprogramme rekrutiert werden wollen. Ihnen wird gesagt, wir haben Basen, die so fortschrittlich sind wie die in Science-Fiction-Filmen. Offensichtlich sind sie für die Elite gebaut. Wenn man zufällig ein Video von einigen dieser Orte sieht, könnte man meinen, es handele sich um eine Luxusspielhalle oder ein Hotel in Dubai. Es ist einfach fantastisch, futuristisch. Normalerweise gibt es in der Mitte weite, offene Räume, und draußen, an der äußeren Grenze, befindet sich der Eingang zu den Komplexen. Dann sind da noch die Wände der Höhle, die für den Bau der Struktur verwendet wurde. Man kann auch die riesigen gebogenen Aufzüge sehen, die für die Kontrolle der Umgebung sorgen. Es ist ein geschlossenes System. In einem geschlossenen System kann man den Raum abdichten und die Atmosphäre kontrollieren. Dort wird Hydroponik betrieben, das heißt, es gibt Pflanzen, die durch die Reinigung des Kohlendioxids zum Ausgleich der Atmosphäre beitragen. Es gibt auch Wassersysteme. Manche Einrichtungen sind Städte, unterirdische Städte, in die sich die sogenannte Elite und ihre Familien zurückziehen können. Menschen betreten Gebäude, steigen in Dienstaufzüge, von denen das übrige Personal nichts weiß. Sie fahren ein paar Stockwerke hinunter und steigen in unterirdische Shuttlezüge ein. In 1 oder 2 Stunden bringen die Shuttles sie an jeden beliebigen Ort auf der Erde, wo sie in unterirdischen Städten arbeiten können. Was die Ursachen der Brände in Kanada und den Vereinigten Staaten angeht, so glauben viele zu Recht, dass die Folge der Einsatz von Waffen mit gerichteter Energie ist. Corey Goode von der Positiven Allianz für verdeckte Weltraumprogramme stimmte dem neulich zu, wies aber unter Berufung auf seine Quellen darauf hin, dass das Bild viel umfassender ist. Gerichtete Energiewaffen werden nicht nur eingesetzt, um Brände in verschiedenen Ländern auszulösen, sondern auch für Wetterkriege, etwa mit China. Das Land wurde von 2 Taifunen heimgesucht. Und jetzt wollen sie dafür sorgen, dass die Taifun-Saison auch für die USA eine ziemliche Herausforderung sein wird. Also ja, wir befinden uns bereits in einem Wetterkrieg. Unsere Satelliten zerstören sich gegenseitig, es passieren viele Dinge, von denen normale Menschen nichts wissen. Die Satellitenkriegsführung ist ziemlich fortgeschritten. China hat eine Perlenkette von Satelliten, die in verschiedenen Gebieten Mikrowellenlaser in die Atmosphäre schießen. Wenn sich zum Beispiel in einer Region ein Hurrikan zusammenbraut, feuern sie einen Schuss in den Hurrikan, der ihn stärker macht. Und wenn der Satellit dann weg ist, wird ein weiterer abgefeuert. China verfügt über dieselbe Art von Satelliten, die zum Auslösen von Waldbränden oder zum Angreifen von Gebäuden verwendet werden können, und tatsächlich könnten chinesische Satelliten von der Kabal verwendet worden sein, um zum Beispiel einen Brand auf Hawaii auszulösen. Einige Zeit zuvor wurden dort bereits Strahlen von chinesischen Satelliten entdeckt. Und einige Tage nach dem Brand verbreiteten die chinesischen Medien plötzlich die Nachricht, dass es ihren Ingenieuren gelungen sei, eine wirksame Kühlung für die Laser zu entwickeln, so dass sie diese nun ohne Unterbrechung abfeuern könnten. Diese Technologie sah buchstäblich nicht mehr fantastisch aus. War diese Ankündigung ein subtiler Hinweis? Aber wozu braucht man einen Wetterkrieg, wenn sich China und die USA auf der Ebene der Kabalen bereits einig sind, wenn sie bereits zusammenarbeiten? Corey Goode sagt, dass Konflikte nur auf einer niedrigen Ebene stattfinden, um das System, einschließlich des Finanzsystems, aufrechtzuerhalten. Die Leute auf der niedrigen Ebene, die sich mit der Konfrontation befassen, wissen nichts davon. China, Russland, Amerika, Indien sitzen alle an einem Tisch im Vorstand dieses riesigen Superkonzerns Interplanetary Corporate Konglomerate, den sie geschaffen haben.
Es ist außerhalb des Planeten. Dieser Konzern oder Vorstand kontrolliert alle Vermögenswerte außerhalb des Planeten, und all diese Länder arbeiten auf höchster Ebene zusammen. Diese Leute wissen über den Superkonzern Bescheid. Aber die BRICS-Länder haben die Nase voll davon, sie mögen es nicht, diesem riesigen Konzern untergeordnet zu sein, und jedes Land auf dem Planeten ist diesem Konzern untergeordnet. Und diese Menschen kämpfen gegen eine größere Maschinerie, als wir uns vorstellen können. Während die Suche nach Atlantis noch andauert, ist es Wissenschaftlern gelungen, einen anderen versunkenen Kontinent zu finden, Zealandia. Erst kürzlich konnten sie seine Konturen bestimmen und kartieren. Und im Allgemeinen verbirgt der Weltozean nicht nur uralte Kontinente und Städte, sondern auch verlassene und sogar noch aktive Unterwasserbasen von Außerirdischen. Einigen von ihnen ist es im Rahmen von Geheimprogrammen der Kabbala gelungen, sie für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Emery Smith, ein ehemaliges Mitglied der Geheimprogramme, sagte, es gibt Basen, die bereits dort waren. Sie sind Millionen von Jahren alt und waren bereits in Betrieb, als unser Militär auf sie stieß. Die Armee hat solche Basen in verschiedenen Teilen der Welt und an verschiedenen Orten gefunden. Die meisten dieser Basen sind nicht nur Blasen auf dem Meeresgrund. Man sieht vielleicht ein kleines Labor auf dem Meeresgrund, aber darunter befindet sich immer die ursprüngliche Basis. Sie befindet sich unter der Kruste des Meeresbodens und des Gesteins. Einiges davon ist nach oben hin nachgerüstet worden. Cory Goode, Teilnehmer an geheimen Raumfahrtprogrammen, sagte über den Bau von Kuppeln auf Hohlräumen und alten Basen, sie verwenden sogenannten Unterwasserbeton, mit dem man Fundamente auf dem Meeresboden herstellt. Auf das Fundament werden Kuppeln aus einer Art Acryl oder Kunststoff gesetzt, aus denen dann Wasser herausgepumpt wird. Der Druck des Ozeans sorgt für eine noch stärkere Haftung zwischen den Kuppeln und dem Fundament. Natürlich handelt es sich dabei nicht um riesige Kuppeln wie in Science-Fiction-Filmen, sondern um ganz reale Kolonien von miteinander verbundenen Kuppeln. Dann beginnt der Bau im Inneren der Kuppeln. Bis heute sind bereits 413.220 versiegelte Anklagen vor großen Geschworenengerichten, Grand Jury Panels, in den gesamten USA anhängig, was einen Anstieg der Zahl der Anklagen um das 7-fache bedeutet. Führend sind dabei die Bundesstaaten Kalifornien und Texas. Diese Zahlen sind enorm, denn vor 2016 lag die Zahl der versiegelten Anklagen im Durchschnitt bei etwa 1.500 Fällen pro Jahr. Und da jede versiegelte Anklageschrift mehrere Personen betreffen kann, sieht es so aus, als ob etwa 1 Million Satanisten in den USA strafrechtlich verfolgt werden. Zurück zur Frage, wann werden sie entsiegelt? In den vergangenen Jahren tauchten in den alternativen Nachrichten immer wieder verschiedene Termine auf, aber wir wussten, dass eine solche Eile unmöglich ist. Erstens ist dies ein globaler Prozess, und die Verhaftungen von Satanisten und Schlüsselpersonen der Kabbale müssen gleichzeitig und plötzlich stattfinden, nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt. Zweitens sind die Verhaftungen Teil, erste Phase, eines globalen Ereignisses, das die Neuformatierung des Finanzsystems, die vollständige Offenlegung, die Freigabe verborgener Technologie, den ersten öffentlichen Kontakt mit Außerirdischen, Plejadiern und positiven Andromedianern beinhaltet. Das Ereignis selbst mit der Veröffentlichung der ganzen Wahrheit nicht nur über die Kabal, sondern auch über die menschliche Geschichte, Macht und Religionen hat das Potenzial, Verwüstung anzurichten. Kürzlich hat die Widerstandsbewegung ein wenig mehr Informationen in dieser Hinsicht zur Verfügung gestellt. Die Kräfte des Lichts haben berichtet, dass der Ablauf des Ereignisses viel chaotischer sein könnte als ursprünglich erwartet. Das Ereignis selbst wird Massenverhaftungen von über 400.000 Kabal-Mitgliedern, einen finanziellen Reset und die Veröffentlichung von Informationen über die Existenz einer irdischen Kabal, geheimer Weltraumprogramme und wohlwollender außerirdischer Rassen beinhalten. Dieser ganze Prozess wird etwa 1 bis 2 Wochen dauern, während derer die Verteilungskanäle für Wasser, Lebensmittel, Strom und Internet weitgehend intakt bleiben dürften.
Die Widerstandsbewegung weiß, dass es möglich ist, sich vorzubereiten und alle Versorgungsketten, Stromnetze usw. aufrechtzuerhalten, aber es wird nicht möglich sein, die Denkweise der Hauptbevölkerung schnell zu ändern, und es wird viel Unruhe geben, besonders wenn Informationen über die kommende Polverschiebung veröffentlicht werden. Nach dem Ereignis werden die Plejadier beginnen, mit ihrer Technologie Inseln des Lichts auf der Oberfläche zu schaffen. Und dies werden die einzigen wirklich friedlichen Zonen auf dem Planeten sein. Aus diesem Grund wird die Information über die kommende Polverschiebung erst nach einer anfänglichen Periode von 1 bis 2 Wochen, wenn die Verteilungsketten bereits weitgehend stabilisiert sind, schrittweise an die Oberflächenbevölkerung weitergegeben. Diese unterirdischen Strukturen wurden wie mit einem Laser in das feste Gestein der Erde geschnitten und haben glatte Wände, die an Glas erinnern. Die ältesten Tunnel wurden 1965 von dem argentinischen Ethnologen Juan Moritz entdeckt und auf ein Alter von fast 1 Million Jahre geschätzt. Ein anderer Forscher, Jan Penck, entdeckte ebenfalls, dass unser Planet von einem uralten Tunnelsystem bedeckt ist, das in das feste Gestein der Erde eingebrannt wurde. Viele Expeditionen haben in verschiedenen Teilen der Welt Tunnel erforscht, aber diese wurden meist im Rahmen von Geheimprogrammen durchgeführt, die die Informationen noch nicht veröffentlicht haben. Experten sind davon überzeugt, dass uralte unterirdische Tunnel alle Kontinente durchdringen und zum Beispiel den nordamerikanischen Kontinent mit Europa und Ostasien verbinden. An einigen Orten befinden sich die wichtigsten Kreuzungspunkte dieser Tunnel, Knotenpunkte. Einer der Knotenpunkte befindet sich unter dem Mount Shasta in Kalifornien. Ein weiterer Knotenpunkt ist Tibet, das buchstäblich von unterirdischen Tunneln mit vollkommen glatten Wänden durchzogen ist. Riesige unterirdische Hohlräume wurden kürzlich in Ägypten unter den Pyramiden auf dem Gizeh-Plateau entdeckt. In der Kaukasusregion und auf der Krim gibt es ebenfalls einen Knotenpunkt eines alten unterirdischen Systems. Höhlenforscher haben im Kaukasus, unter dem Uwarow-Rücken, Tunnel gefunden, die zur Krim, zum Kaspischen Meer und zur Wolga-Region führen. In der Wolga-Region befindet sich das Medveditskaja-Gebirge, das ebenfalls ein ausgedehntes Netz von Tunneln in seinen Tiefen aufweist. Viele Tunnel und unterirdische Labyrinthe, die sich buchstäblich unter unseren Füßen befinden, werden für schnelle unterirdische Reisen und als Schutz im Falle von Sonnenereignissen genutzt, und einige von ihnen sind bewohnt. Die Menschen haben den Untergrund intensiv genutzt und dort Städte gebaut. In der Provinz Nevşehir in der Zentraltürkei gibt es zum Beispiel eine antike unterirdische Stadt namens Derinkuyu, siehe Bild unten. Sie besteht aus 18 Stockwerken und bietet Platz für bis zu 20.000 Menschen mit einem erstaunlich effizienten Belüftungssystem. Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass dieses riesige unterirdische Netz bei Bedarf Milliarden von Menschen beherbergen kann. William Tompkins: Alles, was man uns an der Universität beibringt, ist nur Unsinn. Der Luft- und Raumfahrtingenieur William Tompkins arbeitete am Ende des Zweiten Weltkriegs im Stab von Konteradmiral Rico Botta. Zu ihm flossen die Berichte aller nach Deutschland entsandten Spione der amerikanischen Marine. Die Agenten berichteten, dass Hitler und die SS einen Pakt mit den reptiloiden Außerirdischen geschlossen hatten und mit ihrer Hilfe Hunderte von verschiedenen Arten fortschrittlicher Waffen entwickelt worden waren. William Tompkins sagte, bevor er starb: Zu dieser Zeit wusste kein Land außer Deutschland von den Ausländern. Als die Realität dessen, was in Deutschland erreicht worden war, aufgedeckt wurde, war der Krieg fast vorbei. Sie hatten kolossale unterirdische Produktionsanlagen für den regulären militärischen Gebrauch geschaffen, in denen auch Kriegsschiffe und dergleichen gebaut wurden. Die meisten dieser Anlagen waren unterirdisch. Die Deutschen begannen dann, diese Anlagen zu erweitern, und in diesen Anlagen wurden 11 UFOs gebaut, darunter runde fliegende Untertassen mit Durchmessern von 18, 76 und 152 Metern. Einige der UFOs waren aus Chromstahl gefertigt und wogen Tonnen über Tonnen. Die Reptiloiden gaben den Deutschen die Technologie für den elektromagnetischen Antischwerkraftantrieb. Und natürlich gelang es den Deutschen am Ende des Krieges.
ihre Technologie in die Antarktis zu bringen, und dann gab es internationale Vereinbarungen, um sie zu vertuschen und sie nicht daran zu hindern, weiter mit den Reptiloiden zu arbeiten und den Weltraum zu erforschen. Wenn das alles aufgedeckt wird, muss die Geschichte neu geschrieben werden, sagte William Tompkins. Wir befinden uns in einer Situation, in der alles, was uns gelehrt wird, sei es an der Universität, sei es in der medizinischen oder technischen Schule, sogar im Bereich der Mathematik, einfach nur Unsinn ist. Schließlich haben wir es den Reptiloiden selbst erlaubt, Drosseln in unsere Gehirne einzubauen, die unsere Fähigkeit, unser Gehirn zu bedienen und zu lernen, einschränken. Unsere gesamte Geschichte wurde kontrolliert. Das wissen wir jetzt. Wenn man sich also Länder ansieht, nun, zum Beispiel zur Zeit des alten Roms, waren die Römer bereits unter Gedankenkontrolle. Sie hatten eine Elite, eine Armee und Sklaven. Wenn unser Planet von der Quarantäne befreit ist, werden wir unendlichen Reichtum genießen. Der einzige Grund, warum das Finanzsystem jetzt funktioniert, ist, dass die Menschen ihm noch vertrauen. Es wird durch nichts Konkretes gestützt. Und in den letzten Jahren wurde in der Esoterikgemeinschaft oft von einem Finanzreset gesprochen, also von einem neuen, gerechteren System, das das derzeitige ersetzen soll. Wie die Widerstandsbewegung erklärt, sind im Falle eines Zusammenbruchs des derzeitigen Finanzsystems zwei Szenarien möglich. Negativszenario: Die Zentralbanken gehen in Konkurs und legen dann für mehrere Wochen die Arbeit nieder. Die weltweiten Transaktionen würden eingefroren. Die Lösung wäre die Einführung von digitalem Geld, Central Bank Digital Currency System. Angenommen, Sie haben $7.000 auf Ihrem Bankkonto. Wenn die Bank wieder geöffnet wird, haben Sie immer noch $7.000 auf Ihrem Konto, aber das Geld wird vollständig digital sein. Sie müssen eine von der Regierung verifizierte App auf Ihrem Telefon installieren. Sie müssen Ihren digitalen Ausweis vorzeigen, bevor Sie das Geld auf Ihrem Konto verwenden können. Von da an überwacht die Regierung jede Überweisung, die Sie tätigen, um sicherzustellen, dass sie rechtmäßig ist. Die Regierung wird über alles entscheiden können. Ihre digitale ID wird bestimmen, wann Sie Benzin für Ihr Auto kaufen können. Wenn Sie am falschen Tag zur Tankstelle gehen, können Sie Ihr Auto nicht mehr auftanken. Ihr Reichtum wird nur noch eine Reihe von Zahlen auf Ihrem Telefon sein. Dunkle Mächte wollen die vollständige Kontrolle über Ihr Geld und Ihren Aufenthaltsort. Sie werden überwachen, was Sie täglich essen und trinken. Sie werden wissen, ob Sie häufig reisen. Sie werden wissen, welche Bücher Sie in der Buchhandlung kaufen. Sie werden Ihre gesamte Privatsphäre verlieren. Positives Szenario: Die Widerstandsbewegung hat eine sehr fortschrittliche Key entwickelt. Sie hat eine Hintertür in das World Wide Web eingebaut, und wenn die Zeit gekommen ist, wird die Widerstandsbewegung dieses Schlupfloch nutzen, um einen positiven Computervirus über das gesamte Internet zu verbreiten. In nur wenigen Stunden werden einige Dateien auf einige Websites hochgeladen und einige Websites, die der Kabale gehören, werden nicht mehr funktionieren. Dieser Computervirus wird sich in die Computer der Zentralbanken hacken. Alle digitalen Daten funktionieren gemäß der elektromagnetischen Kraft, sie müssen also den Gesetzen der Physik gehorchen. Die Widerstandsbewegung kann sich in diese Daten hacken. Wenn die Rockefellers ihre Bankkonten überprüfen, werden sie feststellen, dass kein einziger Dollar mehr auf ihnen ist. Die Widerstandsbewegung ist der Meinung, dass es in Dingen wie dem Finanzsystem keinen Raum für Fehler gibt, die grundlegende finanzielle Infrastruktur muss bereit sein. Alle negativen Technologien müssen beseitigt werden. Auch die Bedingungen für die Energiepläne müssen stimmen. Wenn es zum Beispiel einen Reset gibt, dürfen die Arbeiter in den Atomkraftwerken keine Fehler machen. Die Arbeiter in der globalen Lebensmittelversorgungskette und Logistik dürfen keine Fehler machen. Menschen in Schlüsselpositionen dürfen sich nicht irren. Wir wollen sicherstellen, dass es keine Atomraketen in der Luft oder Kernkraftwerkskontaminationen gibt. Wir können kleine Pannen haben, aber wir können keine großen Fehler machen.
Sicherlich versuchen die Light Forces, das erste, negative Szenario zu vermeiden und bereiten sich auf das zweite vor. Wie es in der Widerstandsbewegung heißt, gibt es in der galaktischen Gesellschaft keine Armut. Fortgeschrittene galaktische Rassen, die die physische Welt gemeistert haben, können einen wunderschönen Lebensraum buchstäblich aus dem Nichts erschaffen. Aber wir leben in einem geschlossenen System, in das niemand eintritt und niemand geht. Wenn die Box geöffnet wird, werden wir feststellen, dass es im Universum grenzenlosen Reichtum gibt. Wenn unser Planet von der Quarantäne befreit ist, werden wir unendlichen Reichtum genießen, sowohl geistig als auch finanziell.